Hallo ihr Lieben, ich hatte euch ja schon ein Video gemacht und das mit 4 Farben auf der KH 970 und zwar von der rechten Seite beginnend. Und nun wollte ich euch ja auch noch ein anderes Muster zeigen, wo man auf der linken Seite beginnt mit 3 Farben. Das sieht so aus, ich habe da ein niedliches Muster aus dem Buch mir ausgesucht und zwar dieses hier mit den Schleifchen. Das ist die Nummer 70 aus dem Buch, das kennt ihr ja, das ist das Anleitungsbuch von der KH 970. Genau, hier ist das. Da, dies hier. Das hat 3 Farben, hier sind die eingefädelt. Also die Hauptfarbe ist in der Nummer 1. Die zweite Farbe, die dritte Farbe. Der Farbwechsler ist aus, es ist alles aus. Wir müssen ja erstmal den Anschlag machen mit allen Nadeln. Und dann noch ein Tipp, also hier oben fangen wir von der rechten Seite an, das ist die Hauptfarbe und dann gehen wir halt links rüber, genau wie hier auf dem Farbwechsler angeordnet. Hier unten auf den Strich am besten, dann braucht man nicht lange zählen. Hier sind so kleine Striche. Am unteren Maschenbrett müssen immer gerade Maschen sein. Eine gerade Maschen. Das Muster müssen wir erstmal einprogrammieren. Muster 70 natürlich. Muster 70 und da war noch ein anderes Muster drin. So, das 70 Muster ist drin. Die Variationstasten, und da zeige ich euch das Anleitungsbuch. Das ist nämlich ganz wichtig hier. Steht es ja alles drin. Ich habe mir das mal angemarkert hier. Hier ist das ja, das hatte ich euch im anderen Video schon erklärt. Für die verschiedenen Muster müsst ihr verschiedene Variationstasten einschalten. Wir haben ja jetzt das Muster 70, das ist hier drinne, Muster 1 bis 107. Da nehmen wir nur das McRib. Also die Verlängerung nehmen wir dann raus oder gar nicht erst rein. Also wir schalten nur das McRib an. Das heißt, auf das Fragezeichen bestätigen, gehen wir rechts rüber, da ist das McRib ganz am Ende. Nochmal kontrollieren, ob die anderen alle aus sind. Nur McRib darf an sein. Genau, fertig. Und jetzt gehen wir zurück und schalten gleich auf Aus. Also Standby. Wir müssen ja erstmal einen Anschlag machen mit allen Nadeln, bevor wir das Jacquard stricken. Die Hauptfarbe brauchen wir ja, da müssen wir die 1 natürlich rausdrücken. So. So, ich habe jetzt den Anschlag fertig. Habt ihr jetzt die Kameraeinstellung so, dass ihr sehen könnt, also wie ich das hier einstelle, und der CB1 ist auch noch etwas zu sehen. Hier im Buch steht jetzt drinne, nachdem wir 10 Reihen gestrickt haben, schieben wir den Schlitten außerhalb des linken Startkontaktes. Also wir schieben ihn, hier ist der Startkontakt. Und hier in der Mitte vom Schlitten, da ist der Gegenkontakt, der muss da drüber, das heißt, wir schieben den da jetzt hin. Genau.
Und nun drehen wir eigentlich nur die KC1-Taste. Das ist eigentlich alles für die erste Reihe, wo die Nadeln vorgewählt werden. Und wir schieben den Schlitten jetzt auf die andere Seite. Allerdings nicht über den rechten Startkontakt. Das ist hier ja nicht der Startkontakt. Das ist ja der Reinzähler, aber ganz rechts ist der zweite Startkontakt. Da schieben wir den Schlitten aber nicht hin. Wir schieben den vorher rüber. Jetzt werden die Nadeln vorgewählt. Und der Schlitten steht rechts. Die Einstellung, die wir jetzt machen, nachdem wir die Nadeln vorgewählt haben, ist erstmal die beiden oberen Part-Tasten drücken. Das sind die rechten beiden Tasten. Die drücken wir rein. Am unteren Schlitten die beiden nach oben. Die Einstellung machen wir jetzt wie in meinem ersten Video für die 4 Farben. Das sind die gleichen Einstellungen. Das heißt, hier unten der Hebel in die Mitte und die beiden Lilly-Tasten einstellen. Hier rechts bleibt alles so, wie es ist. Haben wir an alles gedacht. Am Schlitten haben wir an alles gedacht. Wir stellen jetzt noch den CB1 an. So. Nee, das war die falsche Taste. Piep. Muss natürlich piepen. Und hier oben ist es weiß. Also das ist angestellt. Und nun den Farbwechsler noch anstellen. Ist angestellt. Und wie ihr sehen könnt, ist die eine Farbe noch draußen, weil wir mit der ja noch stricken. So, jetzt habe ich mal die weite Einstellung genommen und jetzt fangen wir an zu stricken. Ihr könnt das natürlich hier auf dem Anzeigebild verfolgen, welche Farbe ihr denn gerade nehmt. Ihr fahrt bei jeder Reihe in den Farbwechsler hinein. Also los geht's. Er sagt immer noch 1. Ich drücke die anderen Fäden immer so ein bisschen herunter. Das, was noch wichtig ist, ihr braucht auf der rechten Seite nur kurz über das Strickstück stricken. Ihr braucht nicht jedes Mal über den Startkontakt. So, und das ist der Pulli, den ich gemacht habe. Und ich finde das Muster echt niedlich für einen Pullover. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ich habe mich, wie gesagt, nur an dieses Anleitungsbuch gehalten und brauche keinen Computer, also kein extra Computer dafür. Ja, und schaut gerne auf meinen Kanal nach anderen Videos und ja, lasst mir ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.